Danke, dass ihr erstmal alle da seid und dass ich hier oben stehen darf. Das ist für mich einer der ersten größeren Vorträge, die ich halten darf. Und ich möchte auch relativ schnell einsteigen. Danke für das super Intro, denn besser hätte ich selber gar nicht formulieren können. Und meine Vision ist es eben, Coaches die Zeit zu verschaffen, die sie brauchen. Und der Titel sagt schon, als ein 20-Jähriger verkauft Zeit. Also als ich damals das erste Mal bei Clicktip war ich eben 20 Jahre. Aber vorab noch mal ganz kurz was zu mir. Ich bin mittlerweile 22 Jahre jung immer noch. Meine Agentur, die ich betreibe, heißt Digital Honeycomb und wir unterstützen Coaches dabei, ihre Marketingkonzepte aufzusetzen, beraten sie dabei, aber wir setzen es auch dann tatsächlich für sie um, sodass sie eigentlich eine Komplettlösung von uns bekommen, um qualifizierte Leads zu erhalten. Das ist ein Foto von mir mit 17 Jahren, mit meinem besten Kumpel im Mediamarkt und einer 3D-Brille auf dem Kopf. Warum dieses Foto? Weil das das einzige war, was ich gefunden hatte aus der Zeit, wo ich das erste Mal mich mit dem Thema Online-Marketing und in dem Moment eigentlich gerade nur Webseiten beschäftigt hatte. Ich hatte für meinen Vater damals, ein Vermögensberater, Webseiten gebaut, seine erste Landingpage gebaut, die wir auch gleich nochmal sehen können. Und das war gerade die Phase, wo ich mein Abitur beendet hatte. Und direkt nach dem Abitur hatte ich dann ungefähr 5 bis 6 Monate Zeit gehabt, bis das Studium angefangen hat. Und normalerweise würde man da jetzt viel Party machen. Habe ich auch versucht zu machen, habe ich auch teilweise gemacht, aber halt eben auch viel mich im Bereich Online-Marketing weitergebildet und bin da dann zum ersten Mal auf Mario und auch auf Clicktip gestoßen, weil man eigentlich an der Lösung fast nicht vorbeikommt, davon mal gehört zu haben, wenn man sich mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt. 2015 habe ich auch noch so einen Minijob bei einem Softwareentwickler gestartet, dem ich ein bisschen die Webseite gemacht habe. Das war mein einziges und letztes Angestelltenverhältnis gewesen für ein paar Monate, habe aber schnell gemerkt, dass ich eigentlich was Eigenes machen möchte. Das war dann die erste Landingpage, die ich mit 17, 18 Jahren ungefähr gebaut habe für meinen Vater. Ging um einen Immobilienfonds, wofür wir Leads versucht haben zu akquirieren. Ich sage ganz bewusst versucht, weil es kein Sofort-Erfolg war, den wir da hatten. Also das waren die ersten Gehversuche und so wird es wahrscheinlich vielen gehen, dass die ersten Versuche nicht immer zu 100% Früchte tragen. Aber das, was eben danach kommt oder was man auf dem Weg lernt, das ist eben das, was dann interessant ist. 2016 habe ich mich dann entschieden, als Freelancer zu starten mit einem Stundenlohn von 15 Euro. Das war 5 Euro mehr, als ich vorher bei meinem Minijob bekommen hatte, also war es für mich schon mal cool gewesen. Ich hatte keine Kosten, keine Wohnung, habe zu Hause gewohnt, deshalb war es für mich auch total entspannt, mit so wenig Geld was zu machen. Ich wollte mich einfach ausprobieren in dem Moment. War in vielen Facebook-Gruppen zum Thema Online-Marketing drin, von verschiedenen Videokursen, auch die passenden Facebook-Gruppen dazu und habe darüber, was ich heute immer noch tue, meine Kunden akquiriert. Indem ich einfach, wenn Fragen kamen, versucht habe, die qualitativ hochwertigste Antwort zu geben, die mir einfällt, ohne jetzt jemanden verbindlich in ein Gespräch zu holen, sondern einfach aus dem Helfen heraus erstmal den ersten Schritt zu gehen. Und wurde dann auch relativ schnell beauftragt, kannst du mir nicht Clicktip einrichten, ich würde da gerne 2, 3 Mails verschicken, ich kapiere das nicht, wie ich das Opt-in-Formular da jetzt einbinde, kannst du das nicht für mich machen? Und das waren die ersten Aufgaben, die ich als Selbstständiger dann übernommen habe, als Freelancer. Dann kam der Dezember 2016 und kennt jemand die Couch, auf der wir 3 da sitzen? Genau, und zwar ist es die Couch, wo Mario bestimmt hunderte Videos mittlerweile schon darauf gedreht hat und das war noch am Mittwoch gewesen vor dem Seminar in 2016, wo wir das Clicktip Office unangekündigt besucht haben, alle ein bisschen überrascht waren, wer da auf einmal vor der Tür steht und wir uns unbedingt mal auf die Couch setzen wollten für ein Foto. In der Mitte ist Daniel Wagner, den kennen vielleicht einige aus den letzten Veranstaltungen auch noch. Rechts ist Michael Hecker, die hatten wir, also Daniel kenne ich schon länger, der hat mich auch viel unterstützt in der Zeit als Freelancer und Michael, den hatte ich damals auch auf dem Seminar kennengelernt. Und ich weiß auch noch genau, wie ich überhaupt dazu kam, an dem Seminar damals teilzunehmen. Ich habe, dadurch, dass ich für meine Kunden Clicktip verwaltet habe, habe ich auch immer die E-Mails weitergeleitet bekommen von meinen Kunden. Also ich hatte nicht mal einen eigenen Clicktip-Account zu dem Zeitpunkt. Aber wenn was kam, wurde es mir immer weitergeleitet. Schau mal an, ob das relevant ist für uns. Und dann kam die E-Mail, wo Mario zu dem ersten, glaube ich, wirklich größeren Certified Consultant Seminar eingeladen hat. Und ich bin auch zu meinem Vater ins Büro gegangen
Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, er hätte eine E-Mail von Clicktip bekommen, weil er auch in einem Verteiler drin war. Da habe ich gesagt, ja genau deshalb bin ich auch hier. Weil wir wussten beide eigentlich ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, dass dieses Clicktip-Seminar genau für mich der passende nächste Schritt war. Also ich war Freelancer, ich hatte irgendwie so ein bisschen Kunden, ich konnte technisch schon ein bisschen was, aber mir hat ganz viel von der strategischen Komponente gefehlt und ich wusste auch eigentlich nicht, wie ich das irgendwie hochskalieren kann oder wie ich das einfach vermehren kann und für höhere Preise durchsetzen kann. Dann haben wir relativ schnell den Entschluss gefasst und alles Mögliche in Gang gesetzt, dass ich hier hinfahren konnte. Ich habe es überwiegend selbst bezahlt und es war in dem Jahr, glaube ich, ein Drittel meines Umsatzes sozusagen, den ich für das Clicktip-Seminar ausgegeben habe, weil ich halt als Freelancer damals auch ganz wenig nur verdient habe in den ersten Tagen oder ersten Monaten. Nach dem Seminar dann habe ich die ersten Schritte eingeleitet und habe dann von heute auf morgen meinen Stundensatz auf 100 € erhöht, was ich natürlich nicht getan habe. Nein, ich muss ehrlich sagen, es hat ein paar Monate gedauert. Aber ich habe mir fest vorgenommen, bei jedem Kunden, den ich neu annehme, erhöhe ich den Stundensatz einfach. Von 15 auf 25, 35, 50, 75, 85 und irgendwann waren es dann 100 € Stundensatz, den ich so nach, ich glaube 6 bis 8 Monaten waren das erste Mal beim Kunden verlangt habe, er es auch bezahlt hat und er auch vollkommen zufrieden war mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Also keine Abzocke oder Ähnliches an Gefühlen aufkam. Ich habe immer mehr auch die Beratung gemacht und das strategische Coaching, weshalb ich überhaupt in der Lage war, den Preis auch mit einem ruhigen Gewissen durchzusetzen, weil ich auch wusste, das, was ich da jetzt tue, das hat auch einen strategischen Sinn für den Kunden und ist nicht nur ein Abarbeiten seiner Aufgaben. Und ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt auch auf das Thema Facebook-Werbung, die passende Landingpage dazu und ein anschließendes automatisiertes E-Mail-Marketing konzentriert. Also habe alles andere nach Möglichkeit ausgeblendet. Google, AdWords, SEO, hätte ich mich in alles reingearbeitet, dann wäre ich wahrscheinlich in allem ein Anfänger oder ein Beginner, aber nirgendwo die Chance gehabt, zum Experten zu werden. Es kamen aber auch relativ schnell ein paar Blockaden auf, oder wo ich gemerkt habe, jetzt ist wieder mal eine Grenze erreicht, jetzt komme ich nicht weiter. Zum einen hatte ich ein Vollzeitstudium, was ich parallel gemacht habe, was einfach meine zeitliche Ressource eingeschränkt hat. Ich hatte das Gefühl, mit den 100 € war ein absolutes Limit vom Stundensatz erreicht. Ich hatte auch in dem Moment einfach kein gutes Gewissen, 150 € zu verlangen, weil ich hatte das Gefühl, also einen wirklichen Top-Berater, wenn der einen Tagessatz von 1000 bis 1500 aufruft, das kann ich mir als 20-Jähriger gar nicht so richtig erlauben. Das war mein Gefühl in dem Moment. Und ich hatte aber auch gemerkt, wenn ich einfach die Stunden abrechne, wenn ich schneller und produktiver arbeite, bekommt der Kunde in gleicher Zeit von mir mehr Ergebnis, ich stelle aber trotzdem nur diese eine Stunde in Rechnung. Also ich schaffe es nicht, über meinen Stundensatz durch ein besseres Arbeiten mehr zu verdienen. Am Ende verdiene ich fast weniger, wenn ich nicht mehr Kunden akquiriere parallel. Und dann gibt es ja die einfache Lösung, die viele einem vorschlagen, ja, Alex, du musst Zeit von Geld entkoppeln. Du musst endlich weniger arbeiten und mehr verdienen, damit du dir ein reiches Leben aufbauen kannst und Wohlstand aufbauen kannst. Und denk mal, wer kennt alles ein Coaching-Produkt, wo er das Gefühl hat, dass diese Botschaft vermittelt wird und das auf eine sehr unseriöse Art und Weise? Genau. Und das Gefühl hatte ich im ersten Moment auch. Wie soll ich denn das seriös rüberbringen? Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt weniger und du zahlst mir aber das Doppelte. Das habe ich nicht verstanden, wie das gehen sollte. Und deshalb war mein erster Versuch damit, okay, ich muss irgendwie schaffen, Pakete zu schnüren oder eine feste Dienstleistung anzubieten. Deshalb dachte ich mir, okay, ich mache eine Facebook-Agentur. Also ich kümmere mich darum, dass jeden Monat deine Facebook-Werbung so läuft, wie du es dir vorstellst. Habe dann 1, 2 Kunden dafür akquiriert und die auch gesagt haben, ja, super, machen wir. Habe dann irgendwas zwischen 500 bis 800 € pro Monat pro Kunde bekommen. Hatte meine 2, 3, 4 Stunden Aufwand pro Woche, also einen gerechneten Stundenlohn dann wieder von 200 €, was dann schon das Doppelte war. Aber ich habe schnell festgestellt, dass die Ergebnisse, die ich da produziere, auf Seiten von Facebook super waren. Also zum Beispiel hohe Klickraten. Aber die Kunden, die ich betreut habe, teilweise keinen ordentlichen Funnel hatten. Oder eine Landingpage, die nicht konvertiert hat. Oder die gesagt haben, ja, ich habe einen Shop, schick einfach da den Traffic drauf. Und dann kamen keine Umsätze bei den Kunden, auch wenn die Facebook-Werbung klickstark war und gut funktioniert hat.
Ich war aber nicht verantwortlich für das, was dahinter kam. Und der Kunde hatte keinen Erfolg. Also hat er gesagt, Alex, das funktioniert nicht mit der Facebook-Werbung, müssen wir leider beenden. Manchmal habe ich es geschafft, im Guten dann trotzdem auseinanderzugehen, weil ich ihm verständlich machen konnte, dass meine Arbeit an sich gut war, aber er musste es trotzdem stoppen, weil einfach seine Ergebnisse nicht gut waren. Also habe ich das für mich persönlich erstmal als Fehlversuch abgestempelt und bin dann dazu übergegangen, eine komplettere Lösung anzubieten. Also den Schritt der Facebook-Werbung, der Landingpage, der E-Mail-Qualifizierung der automatisierten und habe damit dann den ersten Kunden als Paketkunden, so würde ich es jetzt mal nennen, gewonnen, wo ich ein festes monatliches Budget vom Kunden bekomme, inklusive des Marketingbudget und dafür ihm einfach das gebe, was er möchte. Und der Kunde zum Beispiel, den ich jetzt hier vorstellen möchte und auch dessen Funnel ich vorstellen möchte, das ist das Coaching-Unternehmen, die YouChange AG. Dahinter stehen Simon und Susanne. Und die YouChange AG coacht Frauen darin, mit ihrer wahren Berufung erfolgreich zu werden. Also aus einem frustrierten Job rauszukommen, ihre Berufung zu entdecken und damit auch ein erfolgreiches Leben zu entdecken oder erstmal das zu finden, wofür sie wirklich leidenschaftlich brennen. Und den Simon habe ich das erste Mal kennengelernt in der Facebook-Gruppe von Clicktip, weil wir uns leider auf dem Seminar nicht über den Weg gelaufen sind, aber er war auch hier ganz normaler Teilnehmer gewesen. Und das ist auch so ein kleiner Tipp, wer jetzt noch nicht in der Facebook-Gruppe ist von den Clicktip Consultants, da würde ich spätestens nach dem Seminar unbedingt eintreten, denn da findet sich ein super Netzwerk, nicht nur an Partnern, sondern teilweise auch tatsächlich an Kunden, gerade wenn da Anfragen gestellt werden. Der Simon hat zu mir gesagt, Alex, ich brauche Facebook-Werbung, wir brauchen mehr Kunden für unsere Coachings. Der Simon betreut das ganze Projekt, die Susanne ist dann letztendlich der Coach, der vorne steht. Was ich aber herausgefunden habe, ist, dass eigentlich das, was er braucht, nachdem ich seinen Funnel, was bisher da war, angesehen habe, er braucht mehr als nur Facebook-Werbung, sondern er braucht ordentliche Landingpages, Marketing-Automatisierung, damit ich eben nicht genau diesen Fehler wieder mache, den ich vorher schon mal gemacht hatte, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, die die Prozesse hinten raus eben noch nicht fertig definiert hatten. Also habe ich ihm gesagt, Simon, du bekommst jetzt von mir einfach eine Komplettlösung und zwar bekommst du jeden Monat vorqualifizierte und kontinuierliche Telefonleads, damit ihr am Telefon euer Coaching verkaufen könnt. Die Coaching kosten so 5.000 bis 8.000 Euro, deshalb war ein Online-Verkauf über einen Shop jetzt oder über Digistore oder ähnliches für uns nicht relevant gewesen, sondern es mussten qualifizierte Telefonleads her. Bevor die YouChange AG Clicktip eingesetzt hat, war das ein bisschen so wie, man würde jetzt sagen, in der Steinzeit. Mario sagt ja auch immer gerne den Vergleich, das Laserschwert in der Steinzeit ist dann Clicktip. Und vor Clicktip war eben keine Automatisierung da. Es war auch nicht skalierbar, das Business. Also jedes Akquisegespräch musste 1:1 stattfinden. Die Kontakte müssten irgendwo angeschrieben werden, auf Messen angesprochen werden, auf Jobmessen zum Beispiel. Und auch jedes Coaching hinten raus wurde einfach 1:1 abgehalten, was natürlich ein enormer Zeitfresser in Summe war. Und so war dann der Gesamtumsatz im Jahr 2016 bei 52.800 Euro. Da war sicherlich noch Luft nach oben, aber es war halt eben doch schon zeitlich ausgereizt. Unser Marketingziel, was wir vereinbart haben, war, dass wir kaufbereite und terminierte Leads wollen im Terminkalender zum Telefonieren. Und die ganze Qualifizierung vorab soll vollautomatisiert sein, damit da eben keine Zeit mehr für drauf geht. Und wir wollten das Ganze trotzdem simpel und einfach halten, denn eine zu komplexe Kampagne hat uns einfach nicht gepasst in dem Moment. Also warum kompliziert machen, wenn man es auch erstmal einfach starten kann? Man kann es hinten raus immer noch erweitern. Mein Vorschlag war dann, und auch Simons, also unser beider gemeinsam entwickelte Strategie, war dann der Webinar-Funnel. Und der Webinar-Funnel, den kennen sicherlich die meisten. Also wir schalten Facebook-Ads, dann geht es auf eine Registrierungsseite für das Webinar. Dann kommen 4 E-Mails, die Bestätigung plus 3 Erinnerungs-E-Mails. Und wenn das Webinar zu Ende ist, dann gibt es 2 E-Mails an die Teilnehmer oder auch noch mehr und 2 E-Mails oder mehr an die Nicht-Teilnehmer. Gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Ebenso haben wir uns dazu entschlossen, eine Willkommensserie zu machen, die ganz unabhängig vom Webinar läuft und einfach den neuen Kontakt willkommen heißt in der Welt und ein bisschen mehr Wärme und Kontakt zum Coach selber aufbaut. Also auch schon einen Teil der Vorqualifizierung des Webinars übernimmt. Der erste Schritt im Funnel ist die Facebook-Ad
Und da arbeiten wir jetzt mittlerweile immer mit Videos und das zeige ich euch jetzt einfach einmal das Video, was wir da erstellt haben. Dankeschön. Wer möchte wissen, wie man so ein Video ohne Vorkenntnisse in weniger als einer Stunde erstellt? Sehr gut. Es gibt ein Tool, das heißt Lumen 5 und da hat man ein fertiges Fotoarchiv mit kostenlosen Bildern. Die sieht man per Drag and Drop auf die Folie drauf, tippt seinen Text ein, legt einmal das Style Sheet fest, also welche Farben zu verwenden sind und welche Schrift. Hat auch ein paar Videos, alles in einem kostenlosen Archiv. Das Tool kostet, glaube ich, 50 Euro oder Dollar im Monat. Und damit kann man selber oder auch selbst Mitarbeiter können es machen, wenn der Text fertig ist, innerhalb weniger als einer Stunde so ein Video erstellen. Wir haben auch einen größeren Split-Test gemacht bei den Facebook-Ads. Und zwar haben wir uns ein Coaching-Programm angeguckt, die haben sehr viele Ads geschalten mit sehr langen Texten und Bildern dazu. Das haben wir erstmal so übernommen, weil wir dachten, Best Practice, was andere erfolgreich machen, kopieren wir erstmal für uns und schauen, ob wir es auch auf die gleiche Art erfolgreich kriegen. Das war dann die linke Anzeige. Also der Text geht nochmal deutlich länger, als er hier auf dem Bild überhaupt zu sehen ist. Wir hatten darunter dann ein rechteckiges Bild, kein Video und hatten ungefähr eine Klickrate von 1,19%, was jetzt nicht wirklich gut ist, aber es geht zur Not auch noch schlechter. Die Leadpreise für eine Webinar-Anmeldung lagen bei ungefähr 18 Euro und wir haben das Ganze über Interessen targetiert. Weil wir noch nicht so viele Datenbestände hatten, mussten wir halt bei Facebook einfach über Demografie und welche Interessen und Angaben machen die Personen targetieren. Mit der Zeit haben wir das Ganze dann nochmal überdacht, weil auch einfach die Ad vorher so nicht wirklich profitabel lief und haben das Gegenteil mehr oder weniger gemacht. Also wir haben einen ganz kurzen Text genommen. Und zwar so kurz, dass Facebook nicht mal dieses Mehrlesen bei einem Beitrag anzeigt, sondern der komplette Text immer auf einmal sichtbar ist. Wir haben ein Video erstellt, und zwar auch kein rechteckiges, sondern ein quadratisches Video. Das nimmt im Newsfeed immer noch mal etwas mehr Platz ein, sorgt für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und beim Video-Titelbild haben wir darauf geachtet, dass wir einmal eine Botschaft schon in dem Bild drin stehen haben, die neugierig macht, die ja vielleicht auch ein bisschen fast provokativ ist. Und das passende Bild dazu, was auch entsprechend neugierig macht. Hier sollte man nur darauf achten, dass man nicht zu viel Text hat oder den Text ein bisschen klein hält, damit man die 20% Textregel bei Facebook einhält. Und das Ergebnis war dann, dass wir die Klickrate mehr als verdoppelt haben und durch die zusätzliche Lookalike Audience, die wir genutzt haben, also eine Zielgruppe, die unseren bestehenden Daten sehr, sehr ähnlich ist. Also wir lassen Facebook automatisch die statistischen Zwillinge unserer Zielgruppe erkennen und suchen. Das schafft der Algorithmus von Facebook da sehr, sehr gut. Und haben dann damit die Leadkosten auf bis zu 4,54 € ja, genau, runtergesenkt. Und das war dann wieder für uns auch für den ganzen Funnel eine super Quote, um dann auch entsprechend die Umsatzergebnisse, die wir uns gewünscht hatten und die Gewinne, die wir uns gewünscht haben, zu erzielen. Das Ganze ist dann natürlich am Anschluss an das Webinar und vor dem Webinar durch die Clicktip-Kampagnen begleitet. Das waren die wir eben auf der Übersicht gesehen haben, die sich grob in 3 Kampagnen strukturieren. Das ist die Kampagne vor dem Webinar mit den Erinnerungen, das ist die Kampagne nach dem Webinar mit den Follow-up-Mails zu den Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern und es ist parallel und unabhängig vom Webinar die Willkommensserie, die den Kontakt in die neue Welt einlädt und willkommen heißt und sozusagen infiziert mit der Botschaft des Coaches. In der Reminder-Serie
Am Anfang gehen erstmal die Zugangsdaten zum Webinar raus. Es sind sehr neutrale, man würde auch sagen Transaktions-E-Mails, also die keine starke Marketingbotschaft repräsentieren, sondern wirklich dafür da sind, dass der Kontakt das erhält, was er angefordert hat, nämlich den Zugang zum Webinar. Dazu haben wir noch ein paar strukturelle Elemente in der Kampagne drin, die gewisse Tags entziehen, parallele Kampagnen stoppen, damit einfach die Kampagne auch sauber jedes Mal beim neuen Webinar wieder neu gestartet werden kann und so ein Teilnehmer auch mehrfach teilnehmen kann und trotzdem die richtigen E-Mails erhält. Dann haben wir so eine Kaskade aufgebaut, die gibt es, glaube ich, so oder so ähnlich, auch bei Clicktip sogar als Vorlage, spätestens aber nach meinem Vortrag, dass wir genau abprüfen, wann trägt er sich ein zum Webinar und wie viel Zeitraum ist noch bis zum Webinarbeginn, sodass er immer genau nur die richtige E-Mail bekommt. Weil wer sich 5 Minuten vor Webinarbeginn einträgt, der sollte nicht 3 E-Mails bekommen mit 3 Erinnerungen innerhalb von 5 Minuten. Dein Webinar geht in einer Stunde los, das stimmt zum Beispiel dann gar nicht, und der Webinar geht in 5 Minuten los, das würde dann stimmen, aber der bekommt auf einmal viel zu viel falsche E-Mails. Also haben wir eine Kaskade aufgebaut in Clicktip, die sozusagen immer abprüft, wie viel Zeit ist zum Webinar und schickt ihm genau noch dann die passenden Erinnerungen bis zu seinem Webinartermin. Die zweite Kampagne ist dann die Follow-up-Kampagne, die nach dem Webinar triggert. Die beginnt damit, dass erstmal geprüft wird, ob der Kontakt jetzt schon einen Telefontermin ausgemacht hat. Denn das ist unser Ziel, dass wir Telefonleads sammeln und der Kalender, in dem wir die Leads sammeln, das ist zum Beispiel bei uns You Can Book Me, das kann aber auch E-Termin oder Terminpilot sein, ist entsprechend mit Clicktip verknüpft, sodass wir da einen Tag haben. Also wenn der Kontakt im Webinar schon den Termin gebucht hat, dann braucht ihr die Kampagne hier gar nicht mehr bekommen, dann haben wir unser Ziel schon erreicht. Also beenden wir in dem Moment die Kampagne und lösen das auch nochmal zusätzlich über so eine Zielbedingung von Clicktip. Hat derjenige noch kein Gespräch gebucht, dann starten entsprechend die Follow-up-Kampagnen. Das bedeutet, die Teilnehmer, die also im Webinar waren, bekommen jetzt nochmal aktiv die Einladung, bitte melde dich zum Gespräch mit uns an, mit verschiedenen Kommunikationsebenen. Und die Nicht-Teilnehmer, die bekommen die Aufforderung, sich bitte nochmal zum Webinar anzumelden. Das für uns ganz wichtig ist, dass das Webinar gesehen wird, dass es die nötige Vorqualifizierung fürs Gespräch bringt. Leads, die das Webinar nicht sehen und trotzdem in den Telefontermin gehen, sind oft von der Qualität so niedrig, dass kein Abschluss möglich ist am Telefon, auch nicht in den Folgetelefonaten, weil denen einfach wichtige Informationen fehlen. Und die dritte Kampagne, die für den Webinar-Funnel, sage ich mal, eher unüblich ist, die auch nicht so viele dann in dem Bereich machen, ist die Willkommenskampagne, in der wir in 3 E-Mails erstmal den Kontakt mit unserem Mission Statement infizieren, also dem sagen, wer wir sind, was wir tun, warum wir das Ganze tun und für wen wir das Ganze tun. In der zweiten E-Mail gehen wir so viel Value und Material raus, wie es nur geht. Das sind Blogartikel, das können Podcast-Folgen sein, das können Case-Studies von erfolgreich gecoachten Kunden sein, sodass derjenige, der möchte, genug Zeit hat, sich alles Mögliche von uns reinzuziehen, ohne dass er jetzt sich viel zusammensuchen muss, sondern alles in einer aufbereiteten Liste hat. Das ist quasi auch ein Teil der Vorqualifizierung. Und in der dritten E-Mail geben wir dann ein Geschenk raus. Das ist dann das einmalig kostenlose Telefongespräch mit dem Coach persönlich, was dann gleichzeitig als Verkaufsgespräch fungiert. Wenn wir das Ganze in Zahlen betrachten, auf einen Zeitraum von 12 Monaten zurückgeblickt, haben wir insgesamt 4.812 Webinar-Anmeldungen erhalten. Die Einlademails und Erinnerungsmails vom Webinar wurden so im Schnitt mit 35% geöffnet. Und von denen, die das öffnen, kommen auch tatsächlich dann die meisten, nämlich ungefähr 82%, in das Webinar selbst hinein. Im Anschluss vom Webinar sowohl diejenigen, die über das Webinar den Termin buchen, plus die über die Nachfass- und Follow-up-Mails den Termin buchen zum Gespräch, liegen wir bei ungefähr 32% der Teilnehmer, die auch einen Gesprächstermin buchen, sodass wir am Ende der 12 Monate 442 vorqualifizierte Telefonleads bekommen haben. Also die mindestens schon 2, 3 E-Mails von uns gelesen haben und sich ca. 1 Stunde mit unserem Webinar auseinandergesetzt hatten. Das Ganze in Umsatz betrachtet, wenn wir in 01/2017, also Ende 2016, mit ungefähr 52.000 € Umsatz gestartet sind, waren wir durch die Einführung der Marketingautomatisierung schon Ende 2017 bei ungefähr 130.000 € waren das, wenn ich richtig erinnere. Mittlerweile, letzter Stand, den ich jetzt kenne, ist September 2018. Da waren es, muss immer von Franken in Euro umrechnen, 300.000 Franken, also ungefähr 280.000 € Umsatz.
im Jahr 2018. Und das Ziel jetzt bis Ende 2018 sind es nochmal eine ordentliche Schippe draufzulegen, dass wir da auf fast 500.000 Euro Umsatz beim Coach kommen. Dankeschön. Wenn wir das ganze Ergebnis jetzt nicht in Geld, sondern in Zeit aufrechnen würden, ähnliche Berechnungen haben wir vorhin auch schon beim Recruiting gesehen, dann ist es so, dass wir insgesamt 11 E-Mails verschicken. Eine E-Mail an einen Kontakt 1:1 zu verschicken, plus diese zu schreiben, dauert ungefähr eine halbe Stunde pro E-Mail. Ebenso gibt es das Webinar. Das dauert, wenn wir es 1:1 mit jemandem durchführen, müssen wir uns kurz vorbereiten, das Webinar halten, haben vielleicht 1, 2 Fragen noch am Ende, dauert also auch ungefähr 1,5 Stunden, wenn wir zum Beispiel in einer 1:1 Skype-Präsentation mit jemandem das Webinar zur Vorqualifizierung durchgehen. Das heißt also, jeder Lead, den wir sammeln, wird ungefähr mit 7 Stunden Aufwand, wenn man es im 1:1 macht, vorqualifiziert. Bedeutet also, wenn wir das hochrechnen, 7 Stunden pro Lead bei 442 Leads, sind das 3097 Stunden, also 387 Tage, also mehr als ein Jahr Vollzeitarbeit, fast schon, wenn wir die Wochenenden rausrechnen, 2 Jahre Vollzeitarbeit, die es benötigt, um diese Leads vorzuqualifizieren. Und die Quintessenz eigentlich daraus ist, genau, und wenn wir das noch auf einen Unternehmerstundenlohn von einfach mal auf 140 Euro gepeilt hochrechnen, dann wären das 443.580 Euro, die es den Unternehmer kostet, seine eigenen Leads vorzuqualifizieren, und hat dann noch kein Verkaufsgespräch geführt und auch noch kein Coaching selber durchgeführt. Macht natürlich kein schlauer Unternehmer, und die Botschaft daraus ist, dass ein Unternehmer auf keinen Fall selbst seine eigenen Leads vorqualifizieren darf. Der schlaue oder vermeintlich schlaue Unternehmer würde dann sagen, okay, wenn ich es nicht selber machen soll, dann nehme ich mir einen Mitarbeiter, der das macht. Also zum Beispiel einen Verkäufer bzw. Vertriebler einstellen, der diese Arbeit übernimmt. Das Durchschnittsgehalt von einem Verkäufer in Deutschland liegt ungefähr bei 57.000 Euro. Und der Zeitaufwand lag ja bei 387 Tagen. Das heißt also, wir benötigen mindestens oder ungefähr 2 Verkäufer. Wenn wir dann noch die Unternehmergesamtkosten von dem Stundenlohn aufrechnen, sind wir bei 137.000 Euro Kosten. Das ist schon mal günstiger als der Unternehmerlohn, wenn er es selber machen würde, aber es ist immer noch echt viel Geld im Vergleich zum Umsatz. Genau, und die beiden Verkäufer würden eben entsprechend ein ganzes Jahr benötigen, um alle Leads abzutelefonieren und mit denen entsprechend diese Vorqualifizierung vorzunehmen. Und genau deshalb bin ich für meine Coaches da, und da kann ich mich wirklich zu nahezu 100% mit Marius Mission identifizieren. Und das ist auch meine Mission, nämlich Coaches die Zeit zu verschaffen, um endlich das zu tun, wofür sie angetreten sind, um anderen Menschen mit ihren Coachings zu helfen und nicht um Vorqualifizierung und Administrationsaufwand zu bewerkstelligen. Wenn wir das Ganze jetzt im Vergleich setzen mit der Lösung, die wir geschaffen haben, Clicktip, diese ganze Vorqualifizierung abzulösen, anstelle dessen, dass wir 2 Verkäufer beschäftigen, die letztendlich das gleiche Ergebnis machen, nur mit weniger Konstanz, liegen wir bei Kosten von den 2 Verkäufern bei 137.000 Euro pro Jahr, währenddessen Clicktip letztendlich 1.610 Euro pro Jahr in der Enterprise, also der größten Version, kostet. Und vorhin hatten wir auch bei, ich glaube Andreas war das, dass es auch einen unglaublich hohen Onboarding-Aufwand bei Mitarbeitern gibt. Also einen Mitarbeiter onzuboarden, ich glaube die Zahl war sogar, genau, wir haben es jetzt für 2 Verkäufer 14.000 Euro, bei Andreas war es eben, glaube ich, für eine Person 14.000 Euro Onboarding-Aufwand, der nochmal an Kosten on top für jeden neuen Mitarbeiter dazukommt, währenddessen der Onboarding- und Einrichtungsaufwand bei Clicktip erstmal bei einmalig 699 Euro liegt. Wenn dann noch die Kosten eines Dienstleisters oder eines unserer Consultants dazukommt, liegen wir meist trotzdem noch unter den 14 oder deutlich mehr 1.000 Euro, die es kosten würde, wenn Verkäufer eingearbeitet werden müssen. Dadurch entsteht dann eine Kostenersparnis von 136.000 Euro und quasi ein Return of Invest von 8.570%. Das ist, glaube ich, der höchste Return of Invest, den wir heute gehört haben. Und natürlich ist es immer lustig, mit so hohen Zahlen zu spielen und das hochzurechnen. Und auch als ich die Präsentation erstellt habe, habe ich mir gedacht, so eine hohe Zahl, das ist ja eigentlich unglaubwürdig. Wenn man es runterrechnet, kommt aber halt eben trotzdem diese Zahl raus.
Aber was eigentlich hinter der Zahl steckt, ist, dass so ein Business, so ein Coaching-Business, wie Simon und Susanne es betreiben, ohne die Automatisierung von Kommunikation nicht sinnvoll und auch einfach schlichtweg unmöglich wäre. Kein halbwegs denkender Unternehmer würde per Hand so ein Business aufziehen, sondern gerade dadurch, dass wir die Chance haben, Kommunikations- und Marketingautomatisierung zu nutzen, entstehen vielerlei einfach ganz neue Geschäftskonzepte und skalierbare Geschäftsmodelle, die sonst hartes Ackern bedeuten, kann auf einmal zu einem Job oder zu einer Berufung werden, die einen wirklich Spaß macht und die einen endlich auch das tun lässt, wofür man angetreten ist und woran man Spaß hat. Und nicht zu vernachlässigen war das ganze Projekt natürlich auch für mich als Consultant nicht nur vom Know-how her sehr spannend, sondern auch von meiner Entwicklung her sehr spannend. Ich habe es mehr oder weniger erstmals erfolgreich geschafft, meine Zeit vom Geld zu entkoppeln. Also Simon und Susanne wussten zu keinem Zeitpunkt, wie viel Zeit ich in Stunden benötigt hatte, um ihnen das Ergebnis zu bringen. Ich wusste es natürlich, weil ich für mich kalkuliere, aber die beiden nicht. Und so konnte ich letztendlich die Preise durchsetzen, wo ich sage, das ist noch fair, und wo meine Kunden sagen, das ist auch fair, und kann für mich selber kalkulieren, wie kriege ich es abgearbeitet. Und gerade wer von euch wirklich die Umsetzung von Kampagnen macht, also wirklich Sachen erstellt und baut, der weiß, dass da halt auch viel Zeit einfach drauf geht, die Sachen zu erstellen. Und das sind oft auch Arbeiten, die nicht den höchsten Anspruch haben, die administrativ sind, die leicht zu tun sind. Und das ist dann mein nächster Tipp, diese Aufgaben alle für sich zu systematisieren. Ich rede da nicht mal von automatisieren, weil einen Text zu schreiben oder eine E-Mail-Kampagne, einen Klicktipp anzulegen, das kann man nicht wirklich zu 100% automatisieren, aber man kann sich Systeme schaffen, man kann sich genaue Anleitungen schaffen, wie habe ich etwas abzuarbeiten, damit ich beim nächsten Mal 10% schneller bin, damit ich danach nochmal 10% schneller bin, und durch die festen Paketpreise ist jede Erhöhung meiner eigenen Arbeitsgeschwindigkeit gleichzeitig eine Erhöhung meiner Marge, die ich an dem Kunden selber habe. Bis hin zu dem Punkt, dass man diese festen Arbeitsprozesse hat und sie an einen Mitarbeiter abgeben kann, der vielleicht nochmal günstiger kalkuliert werden kann als man selbst. Durch die Arbeit mit Simon habe ich es jetzt bei meinen neuen Kunden mittlerweile geschafft, bis zu 5.000 € pro Monat und pro Kunde als Honorar für mich zu nehmen. Und auch so, dass der Kunde dabei zufrieden ist. Also die Kunden fühlen sich dabei nicht abgezockt, sondern sie erhalten einen gefühlten und auch einen tatsächlichen Mehrwert aus dem Invest, den sie da in mich tätigen. Und auch schön war zu sehen, dass der Simon mir insgesamt 8 Weiterempfehlungen gegeben hat. Und das kam heute oft durch, dass das Thema Empfehlungen ein enorm wichtiges Mittel ist. Und aus diesen 8 Empfehlungen, die mir Simon gegeben hat, von Kunden aus Netzwerken, aus Masterminds, wo er drin war, sind insgesamt 7 neue Kunden für mich entstanden. Und teilweise haben die Gespräche nicht mal 20, 30 Minuten gedauert und Auftragsvolumen von 10.000 bis 15.000 € kamen am Ende dabei raus. Dankeschön. Und als kleiner Tipp, wenn jemand auch diese monatlichen Paketpreise einsetzen möchte, würde ich immer eine Mindestlaufzeit vereinbaren. Im ersten Monat kann es passieren, dass man sogar drauflegt, kalkulatorisch, oder deutlich mehr Arbeit hat, aber gerade in den Folgemonaten ist es wichtig, noch davon weiter zu profitieren, wenn die Kampagnen einfach mal laufen, man noch ein bisschen optimiert und schraubt, aber trotzdem noch einen hohen Monatssatz durchsetzen kann. Für mich selber hat es dann den nächsten Schritt ergeben. Ich habe vorher noch von zu Hause gearbeitet, einfach im Wohnzimmer am PC. Habe jetzt seit dem 1.10. in Krefeld mein erstes eigenes Büro und habe auch zum 1.10. die erste Werkstudentin und jetzt zum 1.11. die zweite Werkstudentin eingestellt, weil ich es mir jetzt mittlerweile ein Stück weit finanziell erlauben kann und auch festgestellt habe durch die systematisierte Arbeit, was sind genau die Aufgaben, die ich wahrscheinlich innerhalb von 3 bis 4 Stunden jemandem erklärt habe oder die sich sogar automatisiert über ein Video jemand erklären lassen und die jemand auch mit grundlegenden technischen Fähigkeiten einfach bearbeiten und erstellen kann. Das sind natürlich keine strategischen Aufgaben, das sind auch keine konzeptionellen Texte oder Grafikdesigns, aber das sind zum Beispiel so Aufgaben wie einen Text einfach zu nehmen und den Klicktipp einzufügen und anhand von Richtlinien ordentlich zu formatieren, Signatur runterzusetzen, den in die Kampagne richtig einzuordnen und that's it, weil die Vorlagen haben wir ja alle. Nur das selber einsetzen kostet halt doch regelmäßig immer noch Zeit.
Meine nächsten Schritte sind jetzt in 2019 hoffentlich das Team weiter ausbauen zu können, auch mit Vollzeitarbeitskräften arbeiten zu können, die auch mehr strategisches und eigenverantwortliches Arbeiten mitbringen, um dann in 2020 ein Umsatzvolumen von 1 Million Euro zu erreichen. Und jetzt nochmal abschließend, ein paar Sachen habe ich schon genannt, aber Tipps einfach für euch als Consultants, die ich einfach jetzt in meinen letzten 2 Jahren erlebt habe. Verkauft deinen Kunden einfach Zeit. Jeder Unternehmer beschwert sich eigentlich darüber, er hat zu wenig Zeit, um sich um das zu kümmern, Eigentlich hat er noch das auf der Agenda, aber das schafft er nicht. Also finde für deine Kunden eine Lösung, ihnen Zeit zu verschaffen. Und rechne es ihnen ruhig vor, wie viel Zeit sie durch deine Lösung erhalten. Sei nicht das Mädchen für alles, sei nicht die Allrounder-Agentur, die von SEO, AdWords, YouTube, Google, Instagram, Webinare, Funnels, Marketing, Chatbot, WhatsApp, Affiliate-Marketing, alles anbietet, sondern fokussiere dich auf das, was für deine Zielgruppe relevant ist. Und sei auch nicht einer für jede Zielgruppe, sondern such dir eine Zielgruppe raus, wo du mitarbeiten möchtest, wo du vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht hast und bau da einen Referenzfall auf. Weil mit 1, 2 Referenzfällen kannst du sofort die nächsten Kunden akquirieren. Das war das, was bei Simon mit den Empfehlungen so gut geklappt hat. Die haben alle gesehen, beim Simon läuft das Business bei der YouChange AG, das will ich auch, das hast du gemacht. War fast ein No-Brainer, dass die mich auch beauftragen, solange sie irgendwie die finanziellen Mittel hatten. Verkaufe dich nicht als Stundensklave. Also wie eben schon gesagt, nimm Paketpreise, mach's ergebnisbezogen oder umsatzbezogen oder gewinnbezogen und stoppe auch niemals die Weiterbildung. Aber das macht ihr ja, denke ich, alle korrekt, indem ihr hier seid. Systematisiere deinen Workflow, haben wir eben schon, denke ich, genug zu gesagt, und sei einfach authentisch und du selbst. Belüg nicht deinen Kunden mit Sachen, die du nicht kannst. Sei ehrlich, wenn du Fehler machst bei einem Kunden. Und versuch nicht, jemand anders zu sein, als du eigentlich bist. Wenn du ein Partytyp bist oder eine Partyfrau, dann sei das einfach und leb das. Wenn du zurückhaltend, ruhig oder schüchtern bist, dann leb das genauso. Wir bekommen auch oft von Kunden das Feedback, dass sie einfach sagen, ich mag das mit dir zu sprechen, weil das bringt mich ein bisschen runter, das beruhigt mich wieder, das lässt mich wieder ein Stück weit auf das fokussieren, was ich hier eigentlich tue. Und das einfach, indem man sich nicht verstellt. Und genauso kann jeder mit seiner Art, denke ich, die richtigen Kunden auch begeistern. Und zu guter Letzt gibt es dann noch ein paar Geschenke von mir, wild zusammengewürfelt fast. Die Vorlage für die Facebook-Ad, die ich eben gezeigt habe, werde ich mal so ein bisschen detailliert aufdröseln, was eigentlich dahinter steht, warum ich das entsprechend so gemacht habe, wie ich die Facebook-Kampagne auch im Werbeanzeigenmanager aufgesetzt habe, also welche Zielgruppe, welches Targeting, welche Einstellungen an jeder Stelle ich vorgenommen habe. Ihr bekommt 2 Landingpages da passend dazu, die ihr als Vorlage für Thrive-Themes importieren könnt oder auch einfach als Screenshot zum Nachbauen. Ihr bekommt die ganzen Clicktip-Kampagnen, die wir da verwendet haben, und auch von mir noch eine Anleitung, wie man als Consultant, Berater, Agentur auf dem richtigen Weg die Facebook-Profile und Werbekonten der Kunden verwaltet, sodass man weder in Schwierigkeiten bei Sperrungen kommt, noch es irgendwie auf die eigene Kappe läuft, sondern es einfach professionell an der Stelle gelöst ist. Und jetzt gibt es kein SMS-Opt-in, sondern ich würde euch bitten, mir einfach eine E-Mail zu schicken oder diesen QR-Code zu scannen. Und jeder, der mir eine E-Mail schickt, dem werde ich auch persönlich antworten. Da gibt es auch keinen Automatismus hinter, sondern ich möchte dann einfach euch gerne kennenlernen, die da Interesse haben und euch dann auch gerne bei Bedarf persönlich weiterhelfen. Vielen Dank.